Heute möchte ich dir einen sogenannten Geheimtipp für deine Naturtonbindungen verraten. Wir gehen mal von folgender Situation aus. Du möchtest zum Beispiel C2 auf E2 oder E2 auf G2 binden und du hast immer das Problem, dass Ba, dieses Bruchgeräusch, dieses Umbruchgeräusch zwischen den zwei Tönen passiert. Wenn du greifen musst, dann klappt das immer wunderbar. Nur sobald die Naturtonbindungen mit dem liegenbleibenden Ventil bzw. mit den offenen Ventilen gespielt werden muss, merkst du, dass dieses Umbruchgeräusch passiert. Und das ist natürlich immer ärgerlich. Man möchte natürlich auch weich von dem einen zu dem anderen Ton spielen können. Ich hatte auch lange Zeit Probleme mit diesen Naturtonbindungen und ein Lehrer hat mir mal verraten, tu doch einfach so, als ob du greifen würdest. Gesagt, getan. Zack, es hat funktioniert. Unglaublich. Und wir machen das einmal gemeinsam. Das heißt, ich zeige dir ganz genau, wie du das gleich umsetzen kannst. Wir starten, wie gerade eben erwähnt, und binden von C2 auf E2 und von E2 auf G2. Und natürlich kann man das auch auf andere Töne jederzeit übertragen, was wir dann im Anschluss auch gleich machen werden. Aber erstmal dieser Start, der ist ideal. Die Töne liegen nah beieinander. Große Terz von C zu E, kleine Terz von E auf G. Und richtig extrem ist es natürlich, wenn wir unten dann die Quarte spielen bzw. die Quinte. Los geht's. Wir positionieren unsere Hand, unsere Finger jetzt nicht auf dem Ventilen, sondern nebendran. Das heißt, wenn wir jetzt gleich die Bindung spielen, dann spielen wir das C mit 0 und zur Bindung nach oben zum E drücken wir neben die Ventile auf unser Mundrohr. Und das gleiche jetzt auf E übertragen. Das heißt, ich habe immer einen Wechsel von nicht gedrückt und natürlich gedrückt in Anführungszeichen. Und ich kann mich so psychologisch ein bisschen austricksen und du wirst merken, es klappt besser. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder die 1-Prüfungen, beziehungsweise die 1, D2, D3-Prüfungen und der ein oder andere Blechbläser hat genau dieses Problem. In dem Fall war es einer mit dem Euphonium. Ich habe ihm den Trick verraten, er hat dann neben die Ventile bzw. vor die Ventile gegriffen und auch bei ihm hat es sofort funktioniert, eine super Sache. Das geübt und am Schluss kannst du natürlich auch das imaginäre Greifen weglassen und schon kannst du die Bindungen dann letztendlich auch ohne diesen Greifen spielen. Wir gehen nach unten und spielen jetzt G1 auf C2. Erst langsam und dann schneller. Jetzt gehen wir nach unten zu C1 auf G1. Man könnte natürlich auch in der Abwärtsbewegung das Greifen weglassen. Bloß wenn man sowieso gerade am Trainieren ist, dann kann man das gleich mitmachen, denn schließlich durch die Wiederholung festigt sich das Ganze und dementsprechend hast du natürlich gleich das doppelte Training. Bei dieser Übung bzw. Üben mit diesem Tipp wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und ob du dieses Umbruchgeräusch wegbekommen hast oder ob du jetzt leichter von einem Ton zum anderen kommst. Und ansonsten lass gerne noch ein Like und Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.